So, herzlich willkommen zum neuen Video der Firma BTM Turbo. Ja, hier haben wir einen wunderschönen TTRS in grün, kann man eigentlich fast schon meinen, das ist unserer. Ja, außer da fehlen noch ein bisschen ein paar Parts und ein bisschen Leistung, aber wir sind näher dran. Wir haben jetzt in dem Fall an dem Fahrzeug 540 PS und dementsprechend auch Hardware-Teile verbaut, wo ich euch jetzt direkt dann mal zeige und natürlich dann auch später fahre. Aber jetzt mal kurz zu dem Punkt. Ich zeige euch jetzt mal alles, was wir hier verbaut haben. Das Fahrzeug hat von uns auch noch ein Fahrwerk bekommen. Wir haben hier Stabis noch verbaut, haben unsere exklusiv Abstimmung jetzt quasi hier gemacht für die Fahrzeuge, wo halt viele in der Pässe unterwegs sind, wo das Auto dann auch einfach, sage ich mal, hingehört, wo das bewegt wird, wo es auch am meisten Spaß macht. Und ja, da haben wir natürlich unsere eigenen Fahrdaten rausgefahren, wie wir das Ganze am besten auch abstimmen, quasi auch von Spur- und Sturzwerten haben wir da sehr lange getüftelt, um euch dann natürlich die beste Werte liefern zu können und auch das beste Fahrverhalten für das Fahrzeug dann euch einzubauen, einzustellen und dann später auch zu fahren. Von außen sehen wir jetzt erstmal nicht so viel. Das Fahrzeug ist ein bisschen tiefer. Wir wollten das jetzt auch nicht so extrem tief haben, da wie gesagt das in Straßen auch unterwegs ist, wo nicht so gut sind. Und man muss auch dazu sagen, das Fahrzeug, besser gesagt das Fahrwerk, funktioniert in den Autos auch am besten, wenn er jetzt gerade nicht so extrem tief ist. Also wir haben da ja immer einen Verstellbereich, wo man die Fahrzeuge dann einstellt. Und wenn wir da natürlich Mitte der Toleranz sind oder besser gesagt Mitte vom Verstellbereich, dann arbeitet das Fahrwerk auch am besten. Wir haben hier natürlich auch einen riesen Punkt noch. Reifen ist natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt. Felgengröße ist ein wichtiger Punkt, was man natürlich mit drauf hat. Und ja, die Marke vom Reifen spielt auch eine sehr große Rolle. Aber jetzt in dem Fall, klar, sind jetzt hier die 20 Zoll, die originale Felgen drauf. Vielleicht wird es da früher oder später mal noch ein Update geben. Aber ich denke mal, das Paket, wie es jetzt hier so steht, macht auf jeden Fall sehr Laune und bereitet auch mal sehr viel Fahrspaß. Ja, gucken wir mal rein, was hier so Schönes drin steckt. So, tada! Ja, hau den natürlich direkt gleich um, weil man hier jetzt mal ein bisschen so ein dickes Carbonrohr direkt rüber kriegt. Ja, unsere große 5 Zoll offene Ansaugung, großes Inlet ist verbaut. Wir haben eine Downpipe drin. Wir haben unsere Abgasanlage drin. Ja, was haben wir noch alles gemacht? Ja, Fahrwerk haben wir ja schon sehr gut erklärt, dass es natürlich alles drin ist. Wo ihr noch gespannt sein könnt, also im Laufe der nächsten Zeit wird es jetzt hier noch dann eine Luftführung geben. Ich sag mal tendenziell für mehr Leistung oder tendenziell fürs Fahrzeug unabhängig, aber es hat auch einen sehr großen optischen Vorteil, dass wir dann einfach hier noch was Schönes haben, wo das Ganze noch ein bisschen abschließt. Ja, das mal zu dem Punkt. Getriebeentlüftung kriegt er noch, die haben wir leider noch nicht da gehabt, aber die bauen wir noch ein. Sonst hätte ich euch die auch noch gern gezeigt. Deswegen hängt da jetzt noch der originale kleine Mini-Behälter. Auch viele, wo jetzt mal fragen, jetzt sieht man mal den kleinen Behälter hier, für was das eigentlich da ist. Wir haben das jetzt mit Absicht ja da hochgehängt. Normalerweise hängt es hier vorne am Luftfilter dran. Und da hatte ich sogar in meinem eigenen Fahrzeug schon mal das Problem, dass der Behälter einfach zu klein ist für, wenn sich das Öl im Getriebe ausdehnt und wir natürlich jetzt dann hier auch mehr Drehmoment haben, da sind mehr Drücke da, das arbeitet einfach alles ein bisschen mehr und da ist der kleine Behälter noch einfach zu klein, um das Ganze abzufangen. Also das ist ja oft so vom Werk aus oder allgemein sind die Getriebe nicht immer zu 1000% gleich befüllt. Also es kann auch sein, bei einem Getriebe sind ein paar Milliliter mehr drin, beim anderen ein bisschen weniger. Und ich hatte jetzt das schon mal leider sogar in meinem Fahrzeug ganz am Anfang, also das ist jetzt schon etliche Jahre her, hatte ich das Originale drin und dann hat es nicht gereicht.
und hat natürlich Öl rausgedrückt. Dann hier mein ganzer Kabelbaum war voll. Die Umwicklung vom Kabelbaum hat sich gelöst. Also nur ein Riesentheater gehabt. Nur wegen dem kleinen Kackteil, wo nicht ausgereicht hat, wo das Ganze einfach abfängt und dann dementsprechend wieder halt, wenn das Ganze kalt wird, läuft das Öl ja wieder ins Getriebe zurück. Ja, aber so ein kleines Teil kann einem viel Probleme nachher machen, auch optisch, und man kriegt es halt einfach auch nie wieder so schön hin, wie es original gewickelt ist, der Kabelbaum. Ja, Thema aus meiner eigenen Erfahrung. Ja, stimmt, Ladeluftkühler ist der große drinne. Und sonst haben wir eigentlich soweit alles durch. Klar, abgestimmt ist das Ganze, macht auch richtig Laune, bin vorhin schon gefahren. Und dann nehmen wir euch jetzt dann natürlich direkt mit. When you hot, I just spit quick, but the lines are slick. Get up on a regular like which one hits. Made it on a regular, don't sound like this, but it still hits. I don't miss, I just go, go, go like a go, go flow. And I'm almost known, and I told you so. When I throw these flows like it's Rochambeau, and I ain't too close, it's Joe Smo goes. And I'm not in the middle when I'm hot with a riddle, and I got just a minute when I stop. And the pivot that I got is a mission, you not. And the one that's on top, go the distance, you flop. There's a difference, I'm on my grind. That is all the time. I do not do breaks, that's right, I stay in dry. And look, I'm back with a little bit of that, and a little more cash than I came in with. Ready, that cat is out that bag, but I still ask you, the boy got skills. I don't need her, I don't need help, I don't need help with me, I got this. I can sing songs, I can spit raps, and I can do both, even do this, word. This how I call you, Bobby, this how I call you.
Ja, das ist mal wieder ein Fünfzylinder, wo mir persönlich sehr viel Spaß macht. Also ist echt krass. Hätte ich nicht gedacht, nach langem mal wieder. Oder was heißt nach langem? Jetzt quasi mit der Stufe, wo wir jetzt hier gebaut haben. Das ganze Setup von dem Fahrzeug macht echt richtig Laune. Also ist krass. Und was ich hier noch sagen muss, also es gibt ja verschiedene Fahrzeuge, wo manche fühlen sich stärker an, manche ein bisschen schwächer, obwohl die PS-Zahl gleich ist. Wir messen die Fahrzeuge ja auch immer, aber hier merke ich sofort, das hier ist ein kräftiger. Also der hat richtig Dampf und der macht besonders viel Spaß. Also Glückwunsch bei dem Fahrzeug, der hat richtig Saft, also macht Spaß. Ja, Ansaugung hört man jetzt natürlich auch brutal. Muss man hier bloß ein bisschen langsamer fahren. Ja, da kommt man direkt ins Spielen, will bloß noch im Ladedruckbereich und dann Fünfzylinder, das Herz geht auf, macht direkt Laune. Könnte ich den ganzen Tag machen. Aber ich muss ja natürlich auch noch ein bisschen schrauben. Bin ich auch mal mit fleißig dabei. Und was halt sonst noch alles immer so anfällt. Aber das hier ist natürlich schon einer der schönsten Teile, wenn man natürlich dann mit den Fahrzeugen fährt und merkt, was man da jedes Mal immer Schönes dann auch baut. Parksensor. Ja, liebe Freunde des gepflegten 5-Zylinder Motorsport, meldet euch. Wir haben hier wunderschöne Produkte, wunderschöne Stages. Und das natürlich alles mit TÜV. Das ist natürlich das Wichtigste. Und auch unser Hauptgrundsatz, dass alles, was wir anbieten, natürlich auch TÜV hat und ihr damit auch problemlos überall fahren könnt, wo ihr wollt. Wenn ihr euch dementsprechend natürlich auch aufführt, also wenn ihr jetzt irgendwo in der 50er-Zone mit 100 fährt, da habt ihr ja natürlich dann andere Probleme. Aber sonst macht es richtig Spaß. Meldet euch bei uns. Wir haben da sehr viele schöne Sachen. Also wie gesagt, bis zum nächsten Mal und ciao. Lasst ein Like und ein Abo da, das ist natürlich ganz wichtig, nicht vergessen. Tschüssi.